Willkommen zurück bei Timeout Racing. Es ist mittlerweile Mitte Februar, letzten Montag sind unsere Fahrzeuge in Barcelona angekommen und sind mittlerweile auch schon wieder bei uns zu Hause. In den Videos wurde noch gefragt, ob ich ein Fazitvideo mache. Das finde ich ein bisschen viel, aber ich möchte trotzdem ein paar Eindrücke oder meine Einschätzung geben zur Dakar 2025 in diesem Video. Und in diesem Video, was ihr vermutlich alle darauf wartet, ist die Verlosung der signierten Plaketten. Ich habe es in den Videos öfters auch mal angesprochen. Die Route, die war für mich dieses Jahr 2025 schlecht. Zuerst 7 Tage campen in Bischa. Da hat mir einfach der Kontakt zu den Leuten, das Leben, das hat mir gefehlt. Wir waren einfach da und ja, haben gewartet, bis es richtig losging. Das habe ich jetzt selber nicht so geschätzt, aber ja, es geht ja nicht um die Serviceleute, sondern eher um die Rennstrecke oder um die Race Crews. Aber für mich als Service oder als Media war jetzt diese 7 Tage in Bischa nicht optimal. Dann ging es hoch Richtung Norden. Eigentlich in Heil ist es super schön, die Landschaft ist super schön und genau da konnten wir nicht hin, denn da war ein Marathoncamp. Das heißt für uns, wir mussten dann direkt nach Heil fahren und in Heil, es ist zwar okay, schön, aber niemand möchte zu lang in Heil sein, weil es sehr oft einfach sehr kalt ist. Und auch da, es war kalt und wir hatten 3 Nächte in Heil. Das habe ich wieder gefunden, das ist nicht so das Wahre. Dann die Strecke runter ins Empty Quarter, die war okay, wieder ein Stopp in Riyadh, das ist jedes Mal gut, wenn man noch was braucht, kann man da was kaufen. In Riyadh gibt es alles zu kaufen, aber es gibt auch unglaublich viel Verkehr. Es leben, glaube ich, 8 Millionen Menschen in Riyadh und ich glaube, jeder hat mindestens ein Auto und die sind auch täglich unterwegs. Dann im Empty Quarter, das war sicher das Unangenehmste, weil es einfach nichts hatte. Es hatte kein Internet, es hatte keine Leute, es war einfach dieses Camp und wir waren sehr weit weg von der Straße. Das war dieses Mal auch neu im Vergleich zum Vorjahr, wo das Camp noch an der Hauptstraße war. Da gab es auch nicht, aber es war zumindest an der Hauptstraße, war es dieses Mal noch weiter weg, rein in die Dünen. Und man war komplett isoliert. Vielleicht gab es, oder nicht vielleicht, ich nehme an, es gab Gründe dafür, die ich aber nicht kenne. Aber als Teilnehmer war das eher suboptimal, das war nicht so spannend. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, viele haben gesagt, dieses Camp, das ist mühsam. Und wir waren ja da auch wieder mehrere Nächte. Und zum Schluss dann 2000 Kilometer zurück bis an den Hafen. Das nagte dann auch an den Kräften, weil die Motivation ist nicht mehr da. Man ist schon müde nach 3 Wochen Dakar und dann diese 2 Kilometer, die fühlen sich an wie 3000. Dann generell das Thema Internet, ihr habt es gemerkt, das entzog mir fast täglich immer die Motivation, wieder neue Videos hochzuladen. Das Schlimme ist, auf dem Handy war 4G-Empfang. Der Empfang war nicht das Problem, aber es ging einfach nichts durch. Und ich musste pro Tag 4 bis 5 GB Daten hochladen. Vielleicht war der Download auch noch okay, aber der Upload war ganz schlecht. Und in den Camps, teilweise morgen, wenn noch nicht so viele Leute da waren, ging noch etwas durch. Und sobald mehr Leute gekommen sind, desto schwieriger war es dann mit dem Upload. Viele haben auch gesagt, ja, nimm doch Starlink. Starlink funktioniert leider noch nicht in Saudi-Arabien. Ich hoffe, das ist nächstes Jahr dann verfügbar. Manche Teilnehmer haben auch Starlink mitgenommen und versuchen das Jahr zu Jahr. Aber ich bin der Meinung, solange es auf der Karte nicht als verfügbar angezeigt wird, nehme ich gar keine Starlink-Antenne mit. Dann gab es auch Kommentare, ob der Veranstalter kein Internet anbietet. Doch, es gibt 2 Pakete. Das eine kostet 2000 € für 3 Wochen. Da darf man pro Tag, ich glaube, 200 Megabyte hochladen. Da kann ich nichts, das sind ein paar Bilder, das geht aber nicht. Und das größere Paket ist dann 10.000 € für 3 Wochen. Und diese 10.000 €, die können wir uns einfach nicht leisten. Dann das Essen im Camp, das war gut und abwechslungsreich, da hat das für jeden was dabei. Doch auch wenn es gut ist, nach 3 Wochen Dakar freut man sich dann schon wieder
aufs Essen zu Hause. Aber generell, man kommt da gut durch. Wir haben auch viel weniger Essen mitgenommen als das Jahr zuvor, weil wir wussten, dass das Essen stark verbessert wurde. Und auch das Gemüse, es hat Gemüse und alles. Das heißt, da ist man gut ernährt und es gibt auch immer ausreichend zu essen. Alles in allem betrachtet war die Dakar 2025 für uns ein voller Erfolg. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich habe selber viel gelernt, auch viel, was ich anbieten möchte an Service und was ich nicht anbieten möchte. Ich habe mich auch umgeschaut, was die anderen Anbieter alles anbieten. Und das war für mich mal spannend, in einer Position zu sein, wo ich einfach zuschauen kann und mal schauen, was die anderen so anbieten. Und dann maßgeblich am Erfolg, das wart ihr. Ihr habt die Videos 1,2 Millionen Mal geschaut im Januar. Das ist eine unglaubliche Reichweite. Ich war teilweise selber erstaunt und verstand es nicht. Und das hat uns jeden Tag motiviert, vor allem auch die Kommentare, wenn man dann abends wieder Internet hat. Wir sind am Hochladen, hat der Uwe und ich meistens die Kommentare gelesen. Und wenn man so richtig demotiviert ist, habt ihr uns wieder motiviert mit den 99,9999% positiven Feedbacks. Das war wirklich grandios. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr unsere Videos so aktiv geschaut habt. Und ihr habt sie nicht nur geschaut, ihr habt auch kommentiert. Wir haben euch gespürt, dass ihr dabei seid. Dann in unserem Shop gab es 180 Bestellungen. In unserem Online-Shop gibt es T-Shirts, Hoodies, allerlei Fanartikel. Der meist gekaufte Artikel waren Tassen, habe ich nicht gedacht, und die Hoodies, also die gingen am besten. Insgesamt 180 Bestellungen, wie viele Artikel das waren, das habe ich nicht rausgesucht. Aber vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Und auch jetzt, wenn ihr noch nicht ein T-Shirt von uns habt oder die Tasse, geht auf unseren Online-Shop und bestellt euch doch die Tasse. Dann für die Zuschauer von euch, die es interessiert, selber an der Dakar Classic teilzunehmen, kann ich euch unsere Webseite empfehlen. Da gibt es viele spannende Informationen für die Teilnahme, aber auch sonst rund um die Dakar Classic. Natürlich, wir empfehlen allen Zuschauern den Besuch auf unserer Webseite, aber den Leuten, die es interessiert, da hat es sicher bestimmt viele spannende Informationen. Und wenn wir schon beim Webseitenthema sind, ich kann euch die neue Webseite von Mike Wiedemann empfehlen, wiedemannexperience.com. Da hat es viele Lehrgänge, wo es um Roadbook geht. Also wenn euch der Rallye-Sport interessiert und ihr habt da mal Lust zu schnuppern, kann ich euch den Mike empfehlen. Zum einen, der weiß, von was er spricht, und zum anderen kann er es auch sehr gut erklären. Da hat es Lehrgänge vom Einsteiger bis zu dem, der schon kann. Also wenn ihr Lust habt, auf dem Motorrad in dem Rallye-Sport reinzuschnuppern oder aktiv zu werden, der Mike Wiedemann ist da sicher eure richtige Ansprechperson in Deutschland oder natürlich auch von der Schweiz oder von Österreich. Dann kommen wir nun zu der Verlosung der Plaketten. Wir haben insgesamt 10 Plaketten signiert unten an der Dakar in Saudi-Arabien und haben 2, welche dann jetzt von Tobias Ebster noch mit einer persönlichen Widmung zu Hause unterschrieben werden. Es gab insgesamt 303 Einsendungen, wobei 244 die richtige Zahl hatten und die richtige Zahl war 3242. 3242, wenn ihr alle Videos oder wenn ihr alle Videos geschaut habt und die Zahlen dann auch richtig zusammengerechnet habt. Jetzt nicht mehr länger quatschen, jetzt starten wir die Verlosung. Als erstes verlosen wir die 2 Plaketten von Matthias Ekström. So, jetzt dreht es. Wer ist der Gewinner? Die Gewinnerin oder der Gewinner ist der Robin Sommer. Herzliche Gratulation, Robin. Du kriegst die Plakette von Matthias Ekström. Und die zweite geht an. Es dreht langsamer. An die Ramona. Herzliche Gratulation, Ramona. Du kriegst die zweite Plakette von Matthias Ekström. Die nächsten 2 sind von Carlos Sainz.
Der war noch schwierig aufzufinden. Der Bernhard ist der erste Gewinner von der Plakette von Carlos Sainz. Und gleich die nächste wird verlost. Der Janis. Herzliche Gratulation an Janis. Auch du kriegst eine Plakette unterschrieben von Carlos Sainz. Die nächsten zwei sind von Cristina Guterres. Der Heiko gewinnt die erste Plakette von Cristina. Herzliche Gratulation an Heiko. Und sofort geht es zur zweiten von Cristina. Der Stefan. Gratulation an Stefan. Du kriegst die zweite Plakette von Cristina Guterres. Dann kommen zwei von Nasser Al-Attiyah. Liane, hoffe, ich spreche das richtig aus. Herzliche Gratulation an Liane. Du kriegst die erste Plakette von Nasser Al-Attiyah. Und der Joachim gewinnt die zweite Plakette von Nasser Al-Attiyah. Die nächsten zwei sind von Sebastian Loeb und der ist wirklich extrem schwierig aufzufinden. Wenn der zurückkommt, geht er gleich in den Camper. Patrick, du kriegst die erste Plakette von Sebastian Loeb. Und die zweite Plakette von Sebastian Loeb geht an Norbert. Herzliche Gratulation, Norbert. Jetzt kommen die zwei von Tobias Ebster, wo wir dann auch eine persönliche Widmung noch draufschreiben können. Oder nicht wir, sondern Tobi. Der Gerald, herzliche Gratulation an Gerald. Und noch die letzte. Wer gewinnt die letzte Plakette? Angel, herzliche Gratulation für diese Plakette von Tobias Ebster. Ich hoffe, die Gewinner freuen sich über die Plakette. Es war auch lustig, die unterschreiben zu lassen, weil die Fahrer haben natürlich gefragt, für was das ist. Wir haben das jeweils erklärt und die fanden das eine coole Idee, waren da auch sehr offen, außer der Sebastian Loeb, wie gesagt, der ist immer ein bisschen kurz angebunden, aber so ist er halt. Wir nehmen ihn auch gerne so. Wie geht es weiter für uns? Wir werden selber an ein paar Rallyes teilnehmen dieses Jahr im Side-by-Side. Wir werden aber keine Videos produzieren. Ich habe 2024 das versucht, aber ich habe einfach gemerkt, außerhalb der Dakar ist das Interesse eher klein. Das gibt dann fast keine Views. Das lohnt sich nicht. Und zum einen ist auch Rallye-Fahren und Videos produzieren zusammen. Das funktioniert nicht. Am Schluss gibt es keine guten Videos und Fahren, ja, bin ich auch immer abgelenkt. Daher, es wird keine Videos geben auf YouTube, was wir aber sicher machen. Auf Instagram werden wir gewisse Inhalte posten. Daher, wenn ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, einfach nach Timeout Racing suchen, da auf Folgen klicken, dann kriegt ihr unsere Stories und unsere neuen Inhalte auch publiziert. Dann nach der Dakar ist vor der Dakar. Bei uns laufen bereits jetzt die Vorbereitungen für die Dakar 2026. Es wird wieder eine neue Konstellation sein. Wir freuen uns sehr. Es gibt bekannte Gesichter, es gibt bekannte Fahrzeuge. Mehr möchte ich noch nicht sagen, aber es würde uns freuen, wenn ihr auch 2026 oder schon vorher, November, Dezember, wieder bei uns bei Timeout Racing auf YouTube dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.